Deutsch lernen durch Hören. Wir werden ein Video pro Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Abonnieren Sie bitte den Kanal und klicken auch auf die Glocke, damit Sie dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online ist. Dreh dich nicht um und geh ganz ruhig weiter. Was wollen Sie von mir? Geh an den Büschen vorbei und hinter die Bäume. Ich habe Angst. Lassen Sie mich bitte gehen. Jetzt stehen bleiben. Alles, was du in den Taschen hast, legst du jetzt in deine Handtasche. In Ordnung. In die Tasche. Jetzt die Tasche ganz langsam abstellen. Nehmen Sie die Tasche, aber bitte lassen Sie mich gehen. Schieb die Tasche mit dem Fuß nach hinten. Ja, gut so. Und jetzt keine Bewegung. So, mein Freund, jetzt bewegst du dich besser nicht und gibst mir die Tasche. Was? Nein, lass mich los! Au! Ich habe bereits die Polizei gerufen. Wenn du also schlau bist, bleibst du schön liegen. Ach, so ein Mist! Uwe? Wo kommst du denn her? Ich bin direkt nach dir aus dem Büro gegangen und wollte zu meinem Auto. Das steht genau hinter dir. Da habe ich den Mann gesehen, wie er dir gefolgt ist. Ich dachte, dass du vielleicht Hilfe brauchen könntest. Oh Gott. Vielen, vielen Dank. In dieser Tasche sind meine ganzen Ersparnisse. Ich wollte heute direkt nach der Arbeit zur Bank und alles einzahlen. Das wäre eine fette Beute für den Mistkerl gewesen. Kennst du ihn? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Komischer Zufall, dass du überfallen wirst, wenn du so viel Bargeld bei dir trägst. Ja, schon, aber vielleicht ist es tatsächlich nur Zufall. Das wird die Polizei herausfinden. Da kommt sie schon. Vielen Dank für deine Hilfe, Uwe. Kein Problem. Soll ich dich vielleicht zur Bank begleiten und anschließend nach Hause fahren? Du musst dich von dem Schreck erstmal erholen. Das wäre super. Ich fühle mich sicherer, wenn ich nicht allein bin. Danke. Gern. Ist doch kein Problem. Schönen guten Tag. Hätten Sie kurz 5 Minuten Zeit für uns, um ein paar Fragen zu beantworten? Ja klar, worum geht es denn? Wir drehen eine Reportage zu Kita-Plätzen in Berlin. Haben Sie Kinder? Nein, leider nicht. Schade. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Guten Tag. Darf ich Sie kurz etwas fragen? Wir machen eine Umfrage. Klar, fragen Sie mal. Ich habe nur 5 Minuten Zeit. Worum geht es denn? Ich würde gerne wissen, ob Sie schon Schwierigkeiten... Entschuldigung, mein Bus kommt schon. Sie haben Pech gehabt. Der ist früher gekommen. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Haben Sie kurz 5 Minuten Zeit? Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ja, aber nur ganz kurz. Ich muss meine Tochter von der Kita abholen. Perfekt. Genau um dieses Thema geht es. Wir drehen eine Reportage zu den Berliner Kita-Plätzen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? War es leicht für Ihre Tochter, einen geeigneten Platz zu bekommen? Nein, überhaupt nicht. Als meine Tochter Julia im August letzten Jahres geboren wurde, wussten wir schon, dass es schwierig wird, einen Kita-Platz zu finden. Wir haben uns direkt nach der Geburt in vielen Kitas auf die Warteliste setzen lassen. Sie mussten sich also direkt nach der Geburt darum kümmern? Ja, sonst hätten wir nicht rechtzeitig einen Platz bekommen. Ich muss ja nach einem Jahr auch wieder arbeiten. Und hatten Sie dann rechtzeitig einen Platz? Nein, leider nicht. Wir hatten zuerst gar keinen Platz. Aber eine der Kitas hat im Sommer neu eröffnet und dort konnte Julia einen Platz bekommen. Wie fühlen Sie sich als Mutter dabei? Naja, es ist kein schönes Gefühl, wenn man nach langer Zeit wieder zur Arbeit gehen muss, aber keine Betreuung für das einjährige Kind hat. Mein Arbeitgeber war zum Glück sehr verständnisvoll und hat mich noch einen weiteren Monat freigestellt. Aber Geld habe ich in diesem Monat weder vom Staat noch von meinem Arbeitgeber erhalten. Das war auch nicht einfach. Sind Sie der Meinung, dass das Land Berlin mehr Plätze für Kinder bereitstellen muss? Auf jeden Fall. Ich fühlte mich sehr alleingelassen und war bei mehreren öffentlichen Stellen. Aber ich habe immer nur zur Antwort bekommen, was sollen wir denn machen? Wir haben nicht mehr Kitas. Wir können keine Plätze zaubern. Das war sehr nervig. Das Land Berlin ist verpflichtet, jedem Kind einen Betreuungsplatz zu geben. Haben Sie auch daran gedacht zu klagen? Nein, soweit kam es bei uns ja zum Glück nicht. Wir sind froh, dass wir nun eine Kita gefunden haben und sind dort auch glücklich. Julia fühlt sich wohl und die Erzieher sind sehr herzlich. Man kann sich die Kita ja leider nicht aussuchen.
Wenn man einmal einen Platz hat, kann man nur hoffen, dass die Chemie auch stimmt. Einen anderen Platz zu bekommen, ist unmöglich. Eine letzte Frage noch. Wie weit liegt die Kita Ihrer Tochter von Ihrer Wohnung entfernt? Wir wohnen 10 Kilometer von der Kita entfernt. Das ist aber kein Problem, denn es liegt auf meinem Arbeitsweg. Ich muss jetzt auch los zu meiner Tochter. Vielen Dank für Ihre Zeit. Einen schönen Nachmittag noch. Und grüßen Sie die kleine Julia von mir. Das mache ich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen guten Tag. Hätten Sie kurz Zeit, um uns ein paar Fragen zu beantworten? Herr Wendt, was gibt es denn? Das wissen Sie doch. Warum fragen Sie mich das? Sie haben auf den Klingelknopf gedrückt. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Stimmt etwas nicht? Das Essen stimmt ganz und gar nicht. Was soll ich denn mit so einer dünnen Suppe? Davon werde ich doch nicht satt. Aber Sie wissen doch, dass es immer Donnerstagssuppe gibt. Die hilft Ihnen, schnell wieder gesund zu werden. Das ist mir egal. Nicht mal Fleisch in der Suppe. Davon kann man gar nicht satt werden. Da gab es ja früher in der Armee besseres Essen. Ich weiß, Herr Wendt. Das haben Sie mir schon einmal erzählt. Wie wäre es, wenn ich Ihnen aus der Küche noch ein wenig Brot zu Ihrer Suppe hole? Brot? Was soll ich denn mit Brot? Ich will ein Schnitzel und Kartoffeln. Dazu eine schöne Champignonsauce und eine Scheibe Zitrone. Das hat unsere Küche heute leider nicht im Angebot. Aber schauen Sie doch mal auf den Speiseplan. Morgen gibt es Rouladen mit Klößen und Rotkohl. Das ist doch sicherlich nach Ihrem Geschmack. Oh ja, das klingt gut. Darauf freue ich mich schon. Sehen Sie, dann essen Sie heute mal eine Suppe und tun Ihrem Körper etwas Gutes, und morgen gibt es dann ein Festessen. Ich bestelle Ihnen auch gern eine große Portion. Ich weiß ja, dass Sie immer viel Hunger haben. Das stimmt. Das wäre sehr nett von Ihnen. Das mache ich. Möchten Sie nur noch ein Brot zu Ihrer Suppe? Ja, ich glaube, mit Brot schmeckt sie mir besser. In Ordnung. Möchten Sie lieber Toastbrot oder ein Vollkornbrot dazu? Ein Vollkornbrot. Das macht mich besser satt. Und ich möchte einen dieser kleinen Karamellpuddings dazu. Ich weiß ganz genau, dass die immer in der Küche zu haben sind. Vollkornbrot und einen Karamellpudding bringe ich Ihnen, Herr Wendt. Dankeschön. Kein Problem. Fangen Sie doch schon mal mit Ihrer Suppe an. Ich bin gleich wieder da. So, Herr Wendt, es gibt keinen Karamellpudding mehr. Ich habe aber für Sie einen Milchreis mit Karamellsoße mitgebracht. Dankeschön. Der ist auch lecker. Wollen wir beide nach dem Essen einen Spaziergang machen? Das würde Ihren Beinen gut tun. Ja, gerne. Dann muss ich mich aber ganz warm anziehen. Es ist ein schöner Tag heute. Die Sonne scheint noch und es ist überhaupt nicht kalt. Oder am besten bleibe ich heute drinnen. Ich würde lieber Fernsehen. Wissen Sie, heute ist Sonntag, also Tatortzeit. Ach ja? Wie hat Ihnen der Tatort letzte Woche gefallen? Der letzte Tatort war aus Kiel. Den fand ich richtig langweilig. Aber heute kommt ein Tatort aus Münster. Das ist mein Lieblingstatort. Die Kommissare sind total lustig. Die Geschichten sind immer spannend und Axel Prahl spielt immer gut. Kann ich etwas für Sie tun? Ich möchte mich mal bei Ihnen umschauen, weil ich mir einen neuen Schlafsack kaufen möchte. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ich weiß nicht so genau. Also, ich mache mit meinen Freunden Bergtouren und brauche einen Schlafsack für extrem niedrige Temperaturen. Eigentlich habe ich einen, aber der ist ziemlich schwer und wärmt nicht ausreichend. Okay, wir finden sicherlich den richtigen Schlafsack für Sie. Möchten Sie den Schlafsack nur im Winter nutzen? Nein, wir haben auch geplant, im Sommer in der Eifel wandern zu gehen. Dann würde ich Ihnen unseren 4-Jahreszeiten-Schlafsack empfehlen. Damit können Sie in Sibirien oder in der Eifel zelten. Wie gefällt Ihnen der hellblaue da? Oder der schwarze, gleich da vorne? Der hellblaue sieht wirklich schön aus. Ist der mit Kapuze? Ja, genau. Sie können einfach die Kapuze zuziehen, um den Kopfbereich warm zu halten und gemütlich zu schlafen. Den kann man zwischen 2 und minus 20 Grad nutzen, ohne zu frieren oder zu schwitzen. Und das Beste daran ist, dass der Schlafsack genau 1 Kilogramm wiegt. Er ist also sehr leicht und einfach zu transportieren. Toll, das ist genau das, was ich gesucht habe.
Gibt es da verschiedene Größen oder ist das eine Größe? Den gibt es in M und L. Da Sie sehr groß sind, würde ich Ihnen L empfehlen. Außerdem ist der Schlafsack wasserabweisend. Das schützt in extremen Bedingungen vor Feuchtigkeit. Was kostet das? Der Normalpreis liegt bei 229,99 €. Aber er ist diese Woche im Angebot und kostet nur 179,99 €. Das ist aber trotzdem zu teuer. Naja, das ist ein Daunenschlafsack. Der Preis ist für diese Qualität normal, da meist hochwertige Gänse- oder Entendaunen verarbeitet werden. Ich kann Ihnen aber auch noch den schwarzen empfehlen. Das ist quasi die günstigere Variante dieses Schlafsackes. Der kostet 159,99 €. Das ist ja kaum ein Unterschied zu dem blauen Schlafsack. Dann nehme ich den hellblauen. Das ist eine gute Wahl. Brauchen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Das reicht erstmal. Zahnarztpraxis Dr. Börner, Sie sprechen mit Nadine. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Berger. Ich habe um 3:30 einen Termin beim Herrn Doktor. Ich wollte nur sagen, dass ich mich um etwa eine halbe Stunde verspäte. Die U-Bahn ist mir gerade eben vor der Nase weggefahren. Die nächste kommt erst in 20 Minuten. Das ist kein Problem, Frau Berger. Ich sag dem Doktor Bescheid. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Wir haben heute nicht mehr viele Termine. Ach, das ist ja lieb von Ihnen. Sagen Sie, wie komme ich denn dann von der U-Bahn-Station zu Ihnen? Die Brücke bei Ihnen auf der Straße ist doch seit letzter Woche wegen Bauarbeiten gesperrt, oder? Ich bin sonst immer direkt von der U-Bahn in die Straßenbahn umgestiegen und die hielt dann bei Ihnen vor der Tür. Richtig. Von der U-Bahn-Station fährt die Straßenbahn momentan nicht zu uns. Aber es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen, der auch direkt von derselben Stelle am Bahnhof abfährt. Der hält fast bei uns vor der Tür. Von dort müssen Sie nur 5 Minuten zu Fuß gehen. Sehr schön. Wissen Sie, wie die Buslinie heißt? Nicht, dass ich dann noch in den falschen Bus einsteige und nie bei Ihnen ankomme. Das ist die Linie 260, Frau Berger. Sehr schön. Vielen Dank. Dann bis gleich. Bis gleich, Frau Berger. Guten Tag. Sagen Sie, wie viel soll denn die schwarze Jacke mit den Sternen da kosten? Die hier? Ja, genau. Die kostet 25 €. Oh, das ist mir zu teuer. Kann man an dem Preis noch etwas machen? 22 €. Aber das ist der absolute Freundschaftspreis. In Ordnung. Die nehme ich. Darf es sonst noch etwas sein? Schauen Sie mal. Hier habe ich noch PlayStation-Spiele. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich schau mal kurz. Und? Haben Sie noch etwas gefunden? Ja, diese beiden Spiele hier interessieren mich noch. Was kosten die zusammen? Jeweils 10 €. Okay. Machen Sie mir einen Gesamtpreis für die Jacke und die beiden Spiele? Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich biete Ihnen das alles zusammen für 40 € an. In Ordnung. Dann nehme ich die 3 Sachen. Sehr gerne. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Sie sprechen mit der Notrufzentrale Berlin. Wie können wir Ihnen helfen? Hallo? Mein Name ist Elisabeth Meyer. Wir brauchen ganz dringend einen Krankenwagen. Hallo, Frau Meyer. Von wo genau rufen Sie an? Ich stehe hier in der Pappelallee. Okay, Frau Meyer. Die Pappelallee ist recht lang. Können Sie mir eine Hausnummer nennen? Eine Hausnummer? Kleinen Moment, ich muss erst mal schauen. Da steht eine Nummer. Die 34. Sehr gut. Was genau ist denn passiert? Ein Verkehrsunfall. Ein kleiner Junge wurde von einem Auto angefahren. Das Auto ist einfach rückwärts aus der Einfahrt gekommen und hat den kleinen Jungen mit seinem Fahrrad umgeworfen. Ich verstehe. Ich habe soeben einen Rettungswagen alarmiert. Er ist bereits auf dem Weg zu Ihnen.
Ist der Junge ansprechbar? Ja, aber er weint nur und kann mir seinen Namen nicht sagen. Hat der Junge offensichtliche Verletzungen? Ja, er hat eine Wunde am Kopf und sein Bein blutet stark. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Junge sich so wenig wie möglich bewegt. Und halten Sie ihn warm. Am besten mit einer Rettungsdecke. Die muss in jedem Fahrzeug vorhanden sein. Schauen Sie in Ihrem Fahrzeug nach. Ja, das mache ich. Ich hab sie. Er ist jetzt zugedeckt und liegt ruhig auf dem Boden. Sehr gut. Sie machen das toll, Frau Meier. Dankeschön. Ich bin sehr aufgeregt. Das ist ganz normal. Wie geht es dem Fahrer des PKW? Der steht neben seinem Auto und sieht ganz blass aus. Sprechen Sie ihn bitte an. Er muss sich hinsetzen. Wahrscheinlich steht er unter Schock. Hallo? Geht es Ihnen gut? Okay, der Mann vom Rettungsdienst sagt, dass Sie sich hinsetzen sollen. Hören Sie mich? Ja, Der Herr hat sich in sein Auto gesetzt. sehr gut. Ich schicke Ihnen einen zweiten Rettungswagen, der sich um den Mann kümmert. Wie lange dauert es noch? Der erste Rettungswagen ist bereits unterwegs. Er wird in 2 Minuten bei Ihnen eintreffen. Gut. Können Sie so lange am Telefon bleiben? Natürlich, Frau Meier. Wie geht es dem Jungen? Der hat sich ein wenig beruhigt, ist aber noch immer wach. Das ist gut. Ich höre den Krankenwagen. Ich lege jetzt auf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das ist doch selbstverständlich. Auf Wiederhören. Tschüss. Du, ich muss jetzt Schluss machen, denn es klopft an der Tür. Ich muss aufmachen. Okay, pass auf dich auf. Wir haben dich lieb. Tanja, hi. Hallo Ursula. Habt ihr nicht Lust, heute zu uns in den Garten zu kommen? Du, Lena und Jochen? Roberto und ich wollen spontan ein Barbecue machen. Ach, das ist nett, danke. Aber ich weiß nicht so genau. Sag nicht nein. Roberto hat heute schlechte Laune, weil er sich wieder mit Ralf gestritten hat. Das wird ihm gut tun, wenn ihr alle kommt. Na gut. Ich frage mal Jochen, ob er Lust hat. Meistens gehen wir samstags ins Kino. Aber vielleicht hat er an diesem Wochenende mal Lust auf was anderes. Das wäre schön. Gut, ich rufe dich an, ob wir kommen können. Bis später. Bis später. Hallo, Schatz, bist du es? Hi, Liebling. Wann kommst du nach Hause? Spätestens in einer Stunde bin ich bei dir. Was ist denn passiert? Tanja und Roberto haben uns zum Grillen eingeladen. Soll ich nun diese Einladung annehmen oder ablehnen? Sag mal einfach ja. Ich habe so richtig Lust auf Fleisch. Okay, Schatz. Ich rufe Tanja an und sage ihr kurz Bescheid, dass wir kommen. Bis gleich, mein Schatz. Hallo, Tanja. Ich habe gerade mit Jochen gesprochen und wir kommen gerne zu euch. Aber Lena kommt nicht. Sie fährt zu ihrem Freund. Aber ich freue mich ja, dass ihr beide heute hier sein werdet. Bis später. Bis später. Hi, Hi. Hier riecht es aber lecker. schön, dass ihr da seid. Tanja, komm. Ja, hallo. Hallo? Bitteschön. Ich hoffe, der Wein schmeckt euch. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Danke. Hi, ja. Was ist mit deiner Hand passiert? Hallo. Ich habe mir die verstaucht, als ich vom Pferd gefallen bin, aber das ist schon länger her. Ach, es tut mir leid. Wir wussten davon nichts. Wie gesagt, es ist schon eine Weile her. Nur Klavierspielen geht nicht mehr so gut, aber zum Grillen reicht es. Das Fleisch sieht gut aus. Wo hast du es gekauft? Beim Türken in der Wuppertaler Straße, da ist es immer frisch. Fleisch braucht noch ein bisschen. Es gibt Würstchen, aber auch vegetarisch. Wow, das klingt ja gut. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass das wirklich gut schmeckt. Ach, ich finde das einfach lecker. Besser als Fleisch. Das schmeckt irgendwie ein bisschen, besonders Tofu schmeckt nach Pappe. Probier erst mal eine Tofu-Wurst, dann reden wir weiter. Schatzi, ich hätte mein Steak gern ganz durch. Ja, das mache ich. Und du, Jochen, wie möchtest du dein Steak? Halbgar. Genau wie ich. Kommt, setzen wir uns da unter den Schirm. Heute ist das Wetter richtig schön. Ich habe die Wettervorhersage im Radio gehört, dass es heute ab 19 Uhr regnen soll und nachts stürmisch wird. Das habe ich auch gehört.
Was haltet ihr von einem kleinen Spiel? Wie wäre es mit Wer kennt sich besser? Das habe ich noch nie gespielt. Wie geht das denn? Einer von euch beiden muss eine persönliche Frage stellen und der andere muss sie beantworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ihr habt 10 Versuche. Das Paar, das sich am besten kennt, gewinnt. Ach, so gut kennen Jochen und ich uns nicht. Meint ihr? Versucht es doch einfach mal. Okay, gut. Du fängst an. Was trinke ich am liebsten? Grünen Tee mit Jasminblüten und Rohrzucker. Okay. Wie viel Geld habe ich auf meinem Bankkonto? Ich überlege mal. Das letzte Mal habe ich deinen Kontoauszug gesehen. 2.400 Euro? Ja, das stimmt. Mein Lieblingsessen? Couscous mit Lammfleisch. Mein Lieblingsort in der Stadt? Der Wiener Platz? Das stimmt. Dort spielen am Wochenende fast immer Straßenkünstler. Und es gibt nette Cafés. Man kann sich aber auch einfach auf eine Bank setzen und den Musikern zuhören. Okay. Was ist meine größte Angst? Deine größte Angst ist es, mich zu verlieren. Wohin möchte ich einmal reisen? Nach Alaska. Ach, das ist super. Ich hatte damals eine Reise nach Alaska von meinem Stiefvater geschenkt bekommen, zu meinem Geburtstag. Ich werde diese Reise nie vergessen. Leon, erster Freund, hat mich das erste Mal geküsst. Meine Lieblingsfarbe? Rosa. Mein Lieblingstier? Pinguine. Mein Lieblingseis? Erdbeereis. Mein Lieblingsfilm? Hotel Transsilvanien. Schatz, kannst du mir die Teller geben? Welche? Die kleinen? Nee, da sind sie drüben auf dem Tisch. Hier, bitteschön. Kannst du mal bitte die Beilage auf die Teller verteilen? Salat habe ich schon in den Kühlschrank gestellt. Ich kümmere mich noch kurz um die Würstchen. Dann muss ich mich schnell umziehen. Okay, ich hole auch die Kartoffeln aus dem Backofen. Der Name meiner Mutter. Sophie. Mein Geburtsort? Marburg. Meine Lieblingsserie? Die fängt doch gleich an. Stromberg. Was wollte ich als kleiner Junge werden? Koch. Ja, ich wollte Koch werden. Aber ich habe bald eingesehen, dass mein Talent nicht ausreicht. Wie lange waren wir zusammen? Ach du meine Güte. Vielleicht ein Jahr? Spaß. Ich weiß es ganz genau. 10 Monate und 11 Tage. Hast du die Tage gezählt? Du weißt ja, ich bin mit Zahlen schon immer gut. Wann habe ich gemerkt, dass ich in dich verliebt bin? Du hast dich in dem Moment in mich verliebt, in dem ich ins Klavierzimmer gekommen bin. Kannst du mir sagen, was das Passwort für meine E-Mail-Adresse ist? 250482. Nein, falsch. Jetzt seid ihr aber dran, Roberto und du. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kochatelier. Schön, dass Sie alle da sind. Ich möchte Ihnen heute unseren Gast vorstellen. Das ist Sven Löser. Er ist Sternekoch im bekanntesten Restaurant in Kitzbühel. Er ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen und wird unser Team der Kochschule für die nächste Zeit unterstützen. Aber erzähl doch selbst ein wenig von dir. Danke, Matthias. Hallo erstmal. Ich freue mich, hier zu sein und mal wieder etwas ganz anderes zu tun, als für die schicken Restaurants die edelsten Gänge zu kreieren. Ich habe das jetzt 4 Jahre lang gemacht und habe den Wunsch, wieder etwas mehr zurück zu meinen Wurzeln zu gehen und gute Hausmannskost auf den Teller zu zaubern. Ich habe selbst einmal mit 18 Jahren einen Kochkurs belegt und das hat mich zu meinem heutigen Beruf inspiriert. Ich war fasziniert von der Vielfalt und den Möglichkeiten. Genau das möchte ich euch heute auch zeigen. Also ich würde sagen, wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit ich euch besser kennenlernen kann. Fangen wir hier vorne bei der jungen Dame an. Hallo, mein Name ist Anja. Ich bin 22 Jahre alt und wohne erst seit kurzem hier in München. Ich bin vor 2 Monaten bei meinen Eltern ausgezogen und nach München gekommen, um Medizin zu studieren. Ich wohne jetzt in einer WG, wo viel gekocht wird. Leider habe ich bisher gar nichts gekocht, denn ich bin eine Niete am Herd. Daher bin ich hier.
Vielleicht kann ich meine Mitbewohner ja mal mit einem Festessen überraschen. Das ist doch ein wunderbares Ziel. Das schaffen wir auf jeden Fall. Darüber werden sich deine Mitbewohner wundern. Und danach musst du jeden Tag kochen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich habe mein Zimmer in der WG etwas günstiger bekommen, da ich noch keinen Nebenjob habe. Also würde ich gern etwas an die anderen zurückgeben. Und wenn es eben nur das tägliche Kochen ist. Das finde ich klasse. Sehr gut. Der Herr im blauen Shirt, warum bist du hier? Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin 36 Jahre alt und habe die Frau meiner Träume kennengelernt. Ich würde ihr gern ein schönes Abendessen kochen, aber mehr als Nudeln mit Tomatensauce kann ich nicht. Also habe ich mich hier angemeldet, um das Herz meiner Liebsten zu erobern. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Wir werden das richtige Gericht für dich finden, da bin ich mir sicher. Und die Dame im pinken Shirt? Mein Name ist Denise, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe in den letzten Monaten festgestellt, dass die Ernährung meiner Familie nicht wirklich gesund und ausgewogen ist. Ich habe 2 Kinder und möchte, dass sie lernen, wie man sich gesund ernährt. Deswegen bin ich hier. Es ist sehr gut, wenn man selbst erkennt, dass die eigene Ernährung oder die Ernährung der Familie nicht optimal ist. Darf ich fragen, was bei euch normalerweise so in einer Woche auf den Tisch kommt? Das fängt bei Nudeln in allen Varianten an. Also mit Tomatensoße, Käsesoße oder Bolognese, Nudelauflauf mit viel Käse und Kartoffelgratin, Pizza, Burger, Schnitzel, Döner und Pommes. Und wenn wir selbst kochen, dann meist mit Fertigsoße aus der Tüte. Ich verstehe. Mach dir keine Sorgen, so sieht es in den meisten deutschen Haushalten aus. Die Tütenprodukte gehen schnell und brauchen wenig Zutaten. Deswegen werden sie gerade von Berufstätigen häufig benutzt. Ich zeige dir, wie einfach es ist, auf diese Fertigprodukte zu verzichten. Es schmeckt deutlich besser und enthält viel weniger Zucker, Fett und Kalorien. So, noch der Herr im roten Hemd. Warum bist du hier? Hallo, mein Name ist Abdul. Ich bin 31 Jahre alt und komme eigentlich aus Syrien. Ich lebe mit meiner Familie seit 6 Monaten in Deutschland und möchte die deutsche Küche kennenlernen. Ich koche sehr gerne, das ist meine Leidenschaft. Ich möchte lernen, wie man Schnitzel macht. Meine Kinder lieben Schnitzel, aber ich kenne Schnitzel nicht. Ich kann deine Kinder verstehen. Ein gutes Schnitzel ist eines der leckersten Gerichte, die es gibt. Ich werde das in den Kursplan aufnehmen. Wir fangen nächste Woche direkt damit an. Nächste Woche gibt es also Schnitzel. Heute werden wir eine ganz klassische Kartoffelsuppe zubereiten. Dazu schälen wir zuerst einmal Kartoffeln. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich gehe davon aus, dass es euch letzte Woche gefallen und geschmeckt hat. Sonst wärt ihr nicht hier. Oh, Moment, wo ist denn Abdul? Wir wollten doch heute seine Schnitzel machen. Das wäre ja schade, wenn er das verpasst. Ich habe ihn vorhin vor dem Kurs gesehen. Ich denke, er wird gleich kommen. Ah, da ist er ja. Abdul, wir hatten schon Sorge, dass du nicht kommst. Heute machen wir doch Schnitzel. Entschuldigung, ich musste nur noch einmal schnell zur Toilette. Und dann habe ich mich im Gebäude verlaufen. Kein Problem. Hauptsache, du bist da. Dann können wir ja direkt anfangen. Also, als erstes nimmt sich jeder sein Fleisch. Ich habe das in euren Arbeitsbereichen schon vorbereitet. Abdul hat mich gebeten, dass er sein Schnitzel aus Kalbfleisch zubereiten möchte. Ehrlich gesagt ist mein Lieblings-Wiener Schnitzel aus Schweinefleisch. Kalbfleisch ist natürlich feiner. Ganz wichtig ist es, dass das Fleisch schön zart wird. Also müssen wir es vorher klopfen. Der Fleischklopfer liegt in der oberen Schublade eurer Küchen. Das Ding da? Ja, Alex? Genau das meine ich. Sehr gut. Und jetzt legen wir unter und über das Fleisch Frischhaltefolie, damit das Fleisch saftig bleibt und nicht spritzt. Ja, das kenne ich von meiner Oma. Die macht das auch so. Ich habe nur nie verstanden, warum. Jetzt weiß ich es. Gut, dann geht es los. Klopfen und nicht erschlagen, sondern mit Gefühl. Sonst geht das Fleisch kaputt. Wie dünn sollen die denn werden? Ja, so ist es super. Das ist ausreichend. In Ordnung. Als nächstes holt ihr euch Senf, Salz, Pfeffer, Mehl, Eier und Paniermehl. Schnitzel von beiden Seiten salzen und pfeffern und mit Mehl dünn bestäuben. Die Eier in einem großen, tiefen Teller mit einer Gabel locker verschlagen. Semmelbrösel auf einem zweiten Teller verteilen. Nun jeweils ein Schnitzel durchs Ei ziehen und sofort auf die Semmelbrösel legen und beidseitig panieren.
Deutsch lernen durch Hören.